Hi und willkommen bei The Late Date Show mit mir, Florian Strelitz. Immer noch aus meinem Wohnzimmer, das auch weiterhin in einer Besenkammer vom ZDF steht. Aber auch nur, weil deren WLAN besser ist als in der Besenkammer der ARD oder geschweige denn beim MDR. Und für meinen täglichen ich meine für meine tägliche Recherche an wichtigen zwischenmenschlichen Aktionen brauche ich halt ein gutes WLAN. Außerdem hält das Jens Spahn ab, denn das WLAN sendet in der gleichen Frequenz, die Jensi empfangen kann und ihm ein Piepen ins Ohr macht. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf eine extra lange 5. Staffel der Show zurück. Und auf Gags wie diesen hier. Ich persönlich hasse es ja bei YouTube, dass mitten in einem Video auf einmal ein Videofenster aufpoppt mit einem Werbevideo. Hallo? Und man dann wie ein Bekloppter versucht, das Fenster zu schließen. Das ist aber auch echt anstrengend. Genau das hat deine Frau gestern auch zu mir gesagt. Dabei hätte Disney gar nicht Millionen investieren müssen, um die Reaktion ihrer Zuschauer zu erahnen, sondern hätte bei der ersten und vermutlich letzten Kinovorstellung in Saudi-Arabien letztes Jahr einfach nur Mohammed bin Salman ins Gesicht sehen brauchen, der sich nämlich nach der Premiere von Mulan fragte, ob denn die Zeichentrickfassung davon auch so ein chinesischer Propagandafilm war, sodass man die Erektion von Xi Jinping beim Zuschauen noch vom Weltraum aus sehen konnte. Und auch das ist ein Disney-Fact. Genau das ist das Problem der Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Nicht einmal, dass die restlichen 2 Millionen Mieter eine Enteignung mitfinanzieren müssten, sondern dass eine Enteignung so vermutlich gar nicht machbar wäre. Denn auch wenn es das Grundgesetz per se erlaubt, gab es das in so einem Ausmaß wie bei einer Enteignung einer Deutschen Wohnen noch nie. Und dementsprechend weiß niemand, ob das so funktionieren könnte oder nur ein Bumerang wäre wie beim Mietendeckel am Ende. Mit Kosten, die selbst das Land Berlin ruinieren würden. Denn wir haben Schulden in Höhe von knapp 60 Milliarden Euro, weswegen wir den Berliner Bären von unseren Flaggen entlassen mussten und bekanntlich durch einen chinesischen Wanderpanda ersetzt haben. Deswegen strebt die Deutsche Wohnen und Co. enteignen vielmehr eine Vergesellschaftung der Wohnungskonzerne an. Und da Deutsche Wohnen und Co. vergesellschaften und nicht mehr enteignen nicht ganz so catchy klingt, sind sie beim Deutsche Wohnen und Co. enteignen geblieben. Kann ich aber auch nachvollziehen, die AfD würde sich auch viel lieber AF-NSDAP nennen, hat aber keine Rechte am Namen NSDAP. Und damit hat sie auch recht, sich als Medizinlaie ein Impfstoffgift reinzujagen, ohne dessen Inhaltsstoffe zu kennen. Würde man ja auch ansonsten nie bei irgendwas anderem machen, oder? Wobei ich ehrlich bezweifle, dass Sie oder jeder andere sich bei McDonald's die Liste der Inhaltsstoffe eines McChicken zeigen lässt. Was nur eine kurze Liste ist, da McDonald's seit Jahren, auch ein treuer Sponsor dieser Show, auf die Qualität seiner Produkte achtet und dementsprechend nur 100% aus Klauen und Hufen bestehendes Formfleisch benutzt. Das man, Fun Fact am Rande, auch dazu nutzen kann, um zum Beispiel alte Fenster gegen den Wind abzudichten. Und auch das war wieder ein gesponserter McDonald's DIY-Tipp. Allerdings jetzt den Covid-19-Impfstoff gleich als Impfgift zu bezeichnen, ist zugeben etwas, wie heißt die Steigerung von progressiv? Genau, bescheuert. Denn also lieber kein Impfgift in sich reinjagen, das einen gegen den Tod schützt, weil man nicht weiß, was da drin ist. Und ich bezweifle stark, dass selbst wenn es auf der Ampulle detailliert draufstehen würde, jeder Nicht-Chemiker sofort wüsste, worum es sich überhaupt handelt. Geschweige denn, es überhaupt unfallfrei vorlesen könnte. Das ist hier also die geheime Elite, von den Impfgegnern immer sprechen. Menschen wie Christian Drosten, die das studiert haben, was sie machen. Geradezu skandalös. Denn die Glücksbärchis sind heute auf den Tag genau 40 Jahre alt geworden. Und was haben sie unser aller Leben versüßt? Sei es mit Schmusebärchi, Freundschaftsbärchi, Schlummerbärchi, Brumbärchi, Wunschbärchi, Teile gern Bärchi. Okay, ich glaube, wir können jetzt mit dem Scheiß aufhören. Obwohl natürlich die Glücksbärchis eine viel zu selten geschätzte Zeichentrickserie ist. Aber das alles sollte nur die Zensoren einlullen, denn natürlich geht es morgen nicht um die Glücksbärchis, sondern wir machen da weiter, wo wir letzte Woche abrupt unterbrochen wurden, nämlich bei der neuen Weltordnung. Ich war selber ziemlich überrascht, als die Show über die neue Weltordnung nicht nur zensiert,
sondern ich danach aus dem Studio gezerrt wurde in eine Blacksite der CIA, der ARD und von McDonald's. Dort ein Stuhl gefesselt wurde, um stundenlang gefoltert zu werden mit dem Fraß von McDonald's und danach mit tausenden Folgen verbotene Liebe, was selbst den CIA-Folterexperten zum Weinen gebracht hatte. Aber natürlich habe ich dicht gehalten, denn allen Anwesenden fiel schnell auf, dass mir Folter nichts ausmachte. Immerhin war ich schon 3-mal verheiratet. So dass ich dann nackt und ohne einen Cent in Bielefeld aus dem Van geschubst wurde. Leider nicht das erste Mal, dass mir das passiert ist. Jedenfalls geht es morgen natürlich um die neue Weltordnung. Ich werde das nur in einer Show über die Glücksbärchis tarnen, obwohl die alleine schon eine echte Show verdient hätten. Oh, Glücksbärchis sind so toll, vor allem wenn die ARD wieder eingeschaltet hat. Aber wer kennt das dann nicht? Denn auch als der Ausguck auf der Titanic den Eisberg entdeckte, entschied sich damals der Kapitän der Titanic, Edward John Smith, nicht etwa den Rückwärtsgang einzulegen und sich zu verpissen oder wenigstens zu versuchen, dem Eisberg auszuweichen, sondern entschied sich selbstverständlich für das auch auf hoher See beliebte Schisshasenspiel und trat das Gaspedal der Titanic einmal komplett durch. Mit einem so ähnlichen Erfolg wie Jens Spahns Corona-Politik der letzten 1,5 Jahre, der wiederum hier zeigt, wie er plant, die übrig gebliebenen OP-Masken im Sommer als Borat Menkini zu tragen. Denn ich werde oft gefragt, was ich denn von der Querdenken-Bewegung so halte. Das ist ganz einfach. Ich halte jeden, der bei dieser Scheißbewegung mitläuft, für einen riesigen Haufen Scheiße. Und nicht einen kleinen Hundehaufen große Scheiße, sondern wenn das hier die Größe eines T-Rex-Scheißhaufen ist, dann ist jeder, der bei einer Querdenken-Demo mitläuft, ungefähr so viel Scheiße, die gestapelt wurde. Wenn Querdenken eine Torte wäre, dann wäre die unterste Schicht ein Haufen Bison und oben garniert mit einer Kirsche, die direkt aus Björn Höckes Arsch gezogen wurde. Okay, da fällt mir passenderweise nur eins ein. Fick dich, Jens Spahn. Fick dich. Niemand hat irgendwann jemals davon geredet, dass auf Großflächen oder Anzeigen oder Flyern mit Schwangerschaftsabbrüchen geworben werden soll, du misogyne Hackfresse. Es tut mir leid, aber in welchem Jahrhundert oder Jahrtausend lebt dieser aus Westworld entflohene Service-Roboter? Dabei ist der erste Fehler, überhaupt von Werbung beim Paragraphen 219a zu reden. Frauen durch Medizinerinnen zu informieren, was ein Schwangerschaftsabbruch ist und wie dieser durchgeführt werden könnte, ist alles andere, nur eben keine Werbung. Keine Frauenärztin würde die Innenstadt zuplakatieren, um für Schwangerschaftsabbrüche zu werben, wie ansonsten nur M&M für seine neuen, in der Dunkelheit glühenden M&Ms. Der Trick dahinter? Radioaktivität. Und immerhin schmelzen die auch nicht mehr in der Hand, nur die Hand schmilzt. Aber was kann man schon von einer zum Leben erwachten Wachsfigur aus der Trollabteilung von Madame Tussauds erwarten? Außer mit dieser verfickten Meinung wieder zurück ins Schreckenskabinett der nächsten Kirmes zu verschwinden. Oder zurück nach 1955. Sondern tagtäglich werden private User, aber auch Unternehmen Opfer von Cyberkriminalität. Dabei braucht man nur zum Beispiel einen Anhang einer Mail öffnen, der eine sogenannte Ransomware beinhaltet, welche dann den kompletten Computer sperrt und man diesen nur gegen die Zahlung von Bitcoins entsperren lassen kann. Zum Glück falle ich nicht auf sowas herein. Oh. Eine E-Mail von RTL. Was? Sie wollen mich als Nachfolger von Günther Jauch bei Wer wird Millionär? Und Sie haben sogar meinen Vertrag im Anhang mitgeschickt? Oh, verfickte Scheiße. Also nicht wegen der Ransomware, die hatte ich bei RTL schon erwartet, sondern die wollen mir echt nur ein Viertel dessen bezahlen, was Günther bekommt. Und das sind nur 12 Millionen pro Sendung und bloß jedes 4. Kind eines RTL-Mitarbeiters wird nach mir benannt. Das geht ja gar nicht. Okay, aber was machen wir wegen der Ransomware jetzt hier in der Show? Hallo Florian, hier ist Anonymous. Wir haben dich schon lange im Visier und nun gehackt. Und wenn du uns nicht 20 Millionen unmarkierten Bitcoins auf unser Knacksclub-Konto überweist, dann... Dann sperrt ihr den Kanal, löscht meine unzähligen Profile bei Tinder? Nein, dann sorgen wir dafür, dass du
bei Vox senden musst. Aber die gehören doch zu RTL. Und damit hätte ich ja dann doch einen Fuß bei denen in der Tür. Also wäre das nicht so schlimm. Was? Das wäre keine Strafe? Einen Augenblick bitte. Heiko, du hast doch gesagt, dass der Typ hier ein lohnes Ziel wäre. Wie jetzt? Dir ist jetzt gerade aufgefallen, dass du den mit Olli Welke verwechselt hast? Und das hier ist gar nicht die Heute-Show? Okay, hör mal zu, Florian. Das hier war nur eine absichtliche Verwechslung. Was hältst du also davon? Wir entsperren dich und du schickst unsere Mail an 3 weitere Kontakte. Ist das ein Deal? Gerne, nun habe ich das schon längst getan. Und da sind wir auch schon wieder. Aber keine Sorge, ich habe die Mail natürlich nicht an 3 wichtige Kontakte weitergeleitet, sondern nur an die Redaktion von ProSieben. Denn ob ProSieben sendet oder nur ein Testbild bei denen läuft, macht jetzt auch keinen so großen Qualitätsunterschied mehr bei denen aus. Und genau das nennt man Zoonose. Auch wieder bitte nicht zu verwechseln, wie ein Norddeutscher Zoonase sagt. Aber allein die Vogelgrippe, MERS, Covid-19 und Ebola sind schon heute alleine verantwortlich für 3/4 aller weltweiten Infektionskrankheiten. Tendenz steigend. Experten gehen davon aus, dass es um die 1,7 Millionen noch nicht entdeckter Viren in Tieren gibt, von denen rund 1/3 auch für den Menschen gefährlich sein können. Nun könnte man sagen, hey, einfach die Tiermärkte in China schließen, wo ja auch Covid herkommt und das Problem ist gestoppt. Und vielleicht per Update die Inselbewohner bei Animal Crossing New Horizons etwas mehr ausdünnen. Aber auch das wäre nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn Tiermärkte und Animal Crossing sind dabei nur die Spitze des Eisberges. Eines Eisberges, den wir selber voranschieben. In den letzten 100 Jahren haben wir fast 3/4 der Welt verändert. Wir holzen im Jahr Wälder ab mit einer Fläche von ungefähr der 12-fachen Fläche von Deutschland, Mallorca mit eingerechnet. Nur dabei zerstören wir eben auch den Lebensraum von Tieren, die nun in unseren Lebensraum müssen, um zu überleben. Und an den Großteil der Gags konnte selbst ich mich kaum erinnern. Weswegen es in der nächsten Staffel sein könnte, dass ich die recyceln werde. Das war's wieder von der Show für heute. Aber keine Sorge, wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit einer neuen Ausgabe der besten Lately News dieser Staffel. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen!